So, nachdem du mich jetzt weggeschickt hast, beim Dirk auf dem Boot da zu helfen, seinen Blitzschahn irgendwie wieder in Ordnung zu kriegen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Boot holt mich gleich ab, Richtung Panama. Und heute Nacht um 2 geht dann der Flieger, um 6 bin ich dann endlich da, sprich wird eine lange Nacht. Und morgen sehen wir mal dann, was auf mich zukommt. Bin schwer gespannt. Aber nein, ich freue mich im Grunde genommen schon auf den Job da ein bisschen mit den neuen Instrumenten, Aggregaten da mich auseinanderzusetzen. Also das finde ich schon ganz cool. Aber ich glaube 6 Wochen jetzt hier nochmal auf den San Blas ist natürlich auch cool. Von daher, ich glaube, du hast das Bessere losgezogen. Einmal Wassertaxi nach Panama Stadt, bitte. Buenas. Buenas. Weg ist der Captain. Was mache ich denn jetzt hier ganz alleine auf der Trampe? Ich habe doch keine Ahnung von nix. Ah, Spaß, das wird schon irgendwie. Wird auf jeden Fall komisch, jetzt so ein paar Tage, ein paar Wochen. Man weiß ja noch nicht so genau, wie lange der Mario jetzt weg ist, hier so ganz allein zu sein. Also, es ist zwar irgendwie, man ist hier im Paradies, meiner Meinung nach. Aber so ganz alleine können die Tage, glaube ich, ganz schön lang werden. Aber wir schauen mal. Ich habe noch ein paar Baustellen aufgedrückt bekommen. Unser Dingi muss mal wieder geklebt werden. Ja, sauber machen sowieso dauernd. Ich habe ein neues Bergern. Mit der werde ich mal ein bisschen üben und versuchen, mich ein bisschen selbst zu ernähren, weil Supermarkt ist hier nicht. Gemüsebrot kommt zwar zwischendurch vorbei, aber ja, es wird spannend. Wir haben genug eingekauft vorher noch, dass ich auf jeden Fall nicht verhungern muss. Und die lieben Carla und Simon von Ocean Frogs haben mich jetzt auch schon zum Abendessen für heute eingeladen, damit ich am ersten Abend nicht direkt komplett alleine hier auf dem Boot bin. Die beiden sind heute noch hier und brechen morgen nach Shelter Bay Marina auf. Ja, es wird schon irgendwie. Ich denke, die ersten Tage wird es echt cool, aber dann auf die Dauer wird es sich wahrscheinlich echt ganz schön ziehen. Aber schauen wir mal. Guten Morgen. Ja, nachdem ich den Captain jetzt weggeschickt habe, bin ich jetzt offiziell der Captain von Seatram. Ja, ich habe leider nicht bedacht, dass es dann auch die ganzen Aufgaben, die der Mario sonst immer macht, jetzt auch an mir hängen bleiben. Fehler in meinem System. Naja, muss ich jetzt wohl durch. Meine heutige Tagesaufgabe startet mit einem Schmirgelpapier. Nein, ich werde nicht irgendwelche Holzarbeiten machen. Unser Dingi muss mal wieder geklebt werden. Der Boden vorne löst sich mal wieder ab. Ich glaube mittlerweile zum 5. Mal. Und ja, ich hatte jetzt irgendwie auch keine Lust, das die ganze Zeit, wenn er nicht da ist, im Wasser zu lassen. Dann löst sich das nur noch mehr auf. Und meine Aufgabe heute Morgen wird sein, versuchen, den alten Kleber abzukriegen. Der muss wirklich restlos entfernt werden, weil der neue sonst nicht hält. Und es ist jetzt 8 Uhr. Ich habe noch so ungefähr 2 Stunden, bevor es richtig brüllend heiß ist. Also ich bin jetzt schon ordentlich am Schwitzen, aber nachher hält man es gar nicht mehr aus in der Sonne. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, den alten Kleber abzukriegen.
und bin gespannt, ob das alles so funktioniert. Ich habe den Mario schon ein paar Mal dabei gefilmt, also im Notfall kann ich da nochmal nachgucken, wie er das gemacht hat. Aber naja, man wächst mit seinen Aufgaben und wer der Captain sein will, der muss sich auch selbst zu helfen wissen. Für unsere ganzen lieben Patrons, diese Arbeit hier mache ich jetzt hoffentlich nicht mehr so lange, weil alle, die uns unterstützen, man kann ja bei Patreon ein Ziel angeben. Unser Ziel ist es, ein neues Ding davon irgendwann zu kaufen und wir sind auf einem guten Weg dahin. Danke dafür auf jeden Fall. Hier kann man das ganz schön sehen, dass man eigentlich in das Ding hier reinschauen kann. Das ist natürlich nicht so gewollt und es geht richtig viel ab. Ja, und alles, was man hier so an dieser klebrigen, zähen Masse sieht, das muss alles runter, bevor ich es wieder kleben kann. Das Problem ist ja, ich darf auch nicht zu viel abschmögeln, sonst schmögle ich das PVC auch direkt mit kaputt. Ja, ich muss ja richtig frustriert zugeben, so richtig weit gekommen bin ich gestern irgendwie in den 2 Stunden, die ich hatte, nicht. Also ich habe irgendwie gedacht, das wird ein bisschen schneller gehen. Ich werde heute mal versuchen, das mit Aceton ein bisschen abzurubbeln oder einzuweichen, keine Ahnung. Also den groben Kleber habe ich jetzt erstmal raus, aber naja, so richtig Erfolgserlebnis habe ich noch nicht gehabt. Und eine Gacke aber auch. On the tramp. Yeah, we are on Sea Tramp. This is Nina, Supergirl, Thomas, and everybody knows him. yeah, sailing with Thomas. There is Be Free. Nice boat. Yeah, They're singing somebody in your yeah. camera. What the fuck? Who It's is that? occupying my hammock. Not good at all. That's not nice. Yeah. So I just found the Hey, that's we can awesome. have dinner. That's so cool. Yeah. So Like, that's what good neighbors. For, yeah, right? that's when you ask for stuff, then invite myself Yeah. to join you. So it's gonna be chicken with coconut milk and some herbs. Sounds great. Okay. See you later. 8 See you later, o'clock. 8 o'clock. You pick me up. Yeah. Perfect. Perfect. Tja, Batterien und Sea Tramp, das ist auch so ein Thema für sich selber. Es war heute den ganzen Tag ziemlich bewölkt und der Solarregler und auch der Batteriemonitor sagen eigentlich, dass ich 100% Batterien habe. Aber ich habe Mario kurz einmal ein bisschen hin und her geschrieben und da die Batterien nicht einmal in den Float-Modus gewechselt sind in den letzten 3 Tagen, können die eigentlich nicht voll sein, egal was der Batteriemonitor versucht mir zu erzählen. Naja, auf jeden Fall hat jetzt gerade endlich mal aufgehört zu regnen und jetzt werde ich den Generator einmal kurz anschmeißen und den nochmal eine Stunde laufen lassen
um die Batterien einfach nochmal ein bisschen bis zum Überlaufen zu bringen. Vielleicht bringt es ja irgendwie was. Vielleicht habe ich dann morgen wieder das Erfolgserlebnis, dass der Float steht. Ich würde sagen, Aufgabe erfolgreich erledigt, auch wenn man jetzt kaum noch was hört. Aber da muss ich jetzt wohl für eine Stunde durch. Cheers, Nina. Cheers! And Tom. And Andreas. Salud. Okay, Nina, what do you think about the Norwegian diving style? I think he has to improve it a little bit. Yeah? Just a little bit. It looks a little bit painful. Okay, yeah. I'm not allowed to show Mario the picture that I'm cooking. Yeah. Because I have to do it every day. It was pretty... Yeah, welcome on Crazy Kitchen. No clue what I'm doing. They're already burning! It's like you should film the fire here. Spaghetti fire. So here's a tramp dessert. What is Nice it? Jägermeister. Hey. Best thing on the world.